Wenn man die Zusammenhänge versteht und das Ganze sieht, dann ist man im Sein. Nur das Sein kann die Zusammenhänge sehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht vergisst. Wenn ich Sein kann nur aus Sein gesehen werden. Sein kann man nicht aus dem Nichtsein sehen. Und wenn ich die Struktur klar sehe, dann bedeutet das, dass ich im Sein bin. Die Sicht kann nur aus dem Sein stattfinden. Und dann ist es wichtig, dass man schaut, und wer bin ich jetzt? Wer oder was ist der oder die oder das, wo die Sicht hat, wo das alles sieht. Und das ist Sein, das muss Sein sein. Nur Sein kann Verblendung als Verblendung sehen. Verblendung ist, entscheidend an der Verblendung ist, dass sie verweigert, dass sie Verblendung ist. Es ist die gleiche Struktur wie bei einem Irrtum. Der Irrtum ist nur so lange Irrtum, wie er nicht Irrtum ist. Solange wir meinen, das sei nicht Irrtum, verfallen wir im Irrtum. Wenn wir ihn sehen, als das, was er ist, dann ist es kein Irrtum mehr. Obwohl es genau dann Irrtum ist. Das ist ein Irrtum und darum hat er keine Macht über mich. Ich irre mich nicht mit ihm. Ich verwerte ihn nicht, um mich zu irren. Also es ist die Selbstentfremdung, die nötig ist für Verblendung. Und ein Irrtum als Irrtum zu sehen, heisst, man steht draussen. Man ist nicht mehr vom Irrtum gefangen, sondern man schaut aus dem Sein an. Das Sein vom Irrtum ist Irrtum sein. Und dann ist es aber kein Irrtum mehr in dem Sinn, dass es Macht auf mich ausübt. Weil ich im Sein bin und aus dem Sein schaue, sehe ich das Sein vom Irrtum, nämlich Irrtum sein. Und das Gleiche ist mit der Verblendung. Die Verblendung kann nur als Verblendung gesehen werden aus dem Sein. Und dann ist sie einfach, was es ist. Verblendung ist Verblendung. Aber als das hat sie keine Macht mehr. Wenn man wirklich Verblendung als Verblendung sieht, als das, was sie ist, dann gibt es keinen Grund, dort hineinzusteigen. Man kann gar nicht dort hineinsteigen. Und es sind wichtige Zusammenhänge. Und es ist wichtig, die totale Unverbundenheit zu sehen. Es gibt in der Philosophie den Begriff der Totalitätstranszendenz. Wenn das Ego und die Welt vom Ego Totalität ist für das Ego ist seine Welt alles, was es gibt. Also Totalität, ich und meine Welt ist alles, was es gibt, mehr gibt es nicht. Und Sein ist jenseits von dem. Sein kommt in dieser Totalität nicht vor. Sondern Sein ist jenseits davon. Es gibt kein Leiterli, das aus dem Verstand ins Sein führt. Also muss man das Leiterli suchen oder versuchen zu bauen oder zu besteigen. Es gibt die Leiter nicht. Das Ego oder die Person im Verstand kommt nicht ins Sein. Und andererseits ist der Verstand nichts anderes als Sein. Aber im Sein ist er, was er ist, und genau das verweigert er. Und darum kann er sich aufrechterhalten. Durch die Verweigerung gegenüber seinem eigenen Sein. Ist das verständlich? Gut. Das ist die Grundstruktur. Und was heisst das jetzt für die Ausrichtung auf Erleuchtung?